du vom Trail of Death Album? Ja, die sind hauptsächlich von mir, nicht alle, aber die meisten. Ja. Ich habe einfach damals eine Phase gehabt, wo ich halt sehr viel mich auch mit dem Tod beschäftigt habe und so diese Frage, so, was ist denn da, wenn ich jetzt mal nicht mehr da bin? Was passiert da mit einem? Ne? Ich hatte da auch immer einen riesen Schiss vor. Und weil ich ja zufällig gerade in der Band gespielt habe, dachte ich, ich kann ja das Thema auch mal dann versuchen weiterzugeben. Manche Sachen waren halt über richtige Sachen, die passiert waren. Zum Beispiel Angel of Death weil damals war ein Grubenunglück in Südamerika, wo die da unten alle gefangen waren, also und nicht wussten, kommen sie da wieder raus, haben dann ein paar Wochen, mussten sie da unten bleiben. So, und da habe ich gedacht, boah, wie scheiße muss das sein, wenn du da unterirdisch in so einer Mine steckst und alles ist über dir zusammengebrochen, du weißt, du verdurstest jetzt hier. So mit einem zwinkernden Auge, sag ich mal, hier Machinery of Death war einfach so ein, wie sich sowas aufschaukeln kann. Da gab es mal einen Film mit Michael Douglas, wie hieß der noch? Falling Down. Ja. Dann hatte er erst gar nichts und auf einmal hat er ein Messer, nachher hat er eine Pistole und nach dem Schema habe ich diesen Song aufgebaut. ...2013 gehen Wizard zum zweiten Mal mit Gravedigger auf Tour. War geil. Ich meine, diesmal war es was anderes. Wir sind mit dem Wohnmobil hinterhergereist. Wir sind also nicht mit dem Tourbus gefahren, sondern selber mit dem Nagel im Reifen quer durch die Schweiz bei Schnee und Nebel. Am ersten Teil, ne? Mhm. War auch wieder eine geile Erfahrung. War abgefuckt teilweise. Es war sehr geil, hat super Spaß gemacht, war auch sehr erfolgreich und wir hatten halt andere Bands mit uns, also auch lange befreundete Bands, Gunbarrel, die Köln. Der Rock'n'Roll, der ist, wenn du mit dem unterwegs bist, dann ist es einfach nur Rock'n'Roll, ne? Der erste Teil der Tour war ja noch mit Volker und der zweite Teil der Tour mit Armin. Das war 2013, Oktober 2013, ziemlich genau 5 Jahre her. Ja. Und es fing damals an, schon ein paar Wochen vorher, hat der Volker mich gefragt, ob ich ihn vertreten könnte für 1-2 Gigs oder so. Und dann habe ich mir halt die Setlist reingeprügelt, holt im Keller vor der Waschmaschine, wie das sich so gehört. Ne?
Und das klappt auch ganz gut. Irgendwann kamen dann auch die beiden Gigs, ne? Und mein allererster Gig in Blizzard war zum Beispiel am 13. September 2013, da war nämlich Svens Geburtstag. So, und da haben wir in Holland gespielt und da war für mich dann praktisch so die Feuertaufe in der Liga. Ne? Dann stand natürlich auch die Berechtiger an. Ja, und da war für mich dann natürlich, ja, mach ich mal mit, ne? Ja, gemacht, getan. Und das war eine super geile Tour. Ich konnte endlich on the road gehen. Wir haben jede Menge Spaß gehabt. Ich habe das genossen. Mega geil, dass man in seinem Hobby, sag ich mal, durch Europa fahren kann und seine Mucke spielen kann. Und mit den Jungs sowieso, ne, das ist ja, wie gesagt, wir kennen uns seit 1000 Jahren und haben uns ja auch privat immer getroffen auf Partys und auch nicht Partyalarm gemacht und so. Und von daher war das im Prinzip, ja klar, dann war halt dabei. Ne? Wichtig ist halt, dass immer genug zu essen da ist, wenn er ankommt. Und ein Klo. Und ein Klo. Wenn wenn diese beiden Gegebenheiten da sind, kann auch nichts schief gehen. Und was ich dazu auch sagen muss, zu Arndt mit in der Band, ich bin super froh, dass er dabei ist, eben weil er halt ein super alter Kumpel ist. Und der hat bei mir persönlich wieder so dieses jugendliche Feeling wieder erweckt, sag ich mal, zu sagen, dass ich nicht alles als selbstverständlich ansehe, sondern ganz neu wieder darauf achte, dass viele Sachen, die wir einfach so für alltäglich abtun auf Tour oder wenn wir Konzerte geben, dass die nicht alltäglich sind, sondern dass die total besonders sind. Der hat voll den Spaß, der hatte den Spaß wie ein kleines Kind und das war total ansteckend dann. Also da bin ich da wirklich super dankbar für und da hat sich echt, ja, Ja, ist so. Ne, Für mich ist das alles geil. Neuland, weißt du? Ne? Ja. Und auch jetzt jedes Mal, wenn wir losgehen und so Dinge vor der Brust haben, das ist einfach, du fährst da zusammen hin oder fliegst irgendwo hin und einfach die Zusammengehörigkeit und das rappelt im Karton. Und das ist geil. Und das ist einfach so, ich habe jedes Mal mit den Jungs Sex auf der Bühne. Das ist einfach geil. Ja. Ne? Weil einfach die Songs rocken ohne Ende und ja, so muss das sein. So seid ihr noch da? Mach mal ein bisschen Krach jetzt am Abend! Also ich weiß zum Beispiel, dass es natürlich kein Ersatz für Volker ist. Volker hat viel für die Band getan und hat auch die Band mit aufgehört, auf jeden Fall. Und ich will ihn nicht kopieren, gar nichts. Ich will einfach nur mein Style reinbringen. Und ich denke, das passt ganz gut. Und freue mich jedes Mal, wenn wir auf der Bühne stehen. Und ja, ich kann einfach sagen, das ist das Geilste. Da kannst du Geld nicht bezahlen. Du spielst die Mucke, deine eigene Mucke auch, und selbst wenn du die nachspielst von anderen Leuten, ist scheißegal. Aber du bist in der Einheit, in der Band und die Leute wollen das sehen, die wollen sehen, dass du Spaß hast und dann gibst du halt Gas. Ne? Aber ich bin auch persönlich sehr, sehr froh, dass wir durch Arndt, sag ich mal, wieder einen langjährigen Freund, ich sag mal, wir haben früher schon in der Schule zusammen abgehangen und alles. Ja, ist halt geil, da passt halt einfach dann auch wieder die Chemie. ...2014 steht ganz im Zeichen des 25-Jahre-Jubiläumskonzerts, das die Band in ihrer Heimatstadt Bocholt veranstaltet. Wir haben uns mit einem Kulturverein aus Bocholt zusammengeschlossen. Ja, im Endeffekt waren wir da zu dritt. Die dann das Ding gerockt haben.
Ja, war schon sehr aufwendig, viel Arbeit. Wir haben direkt in der Stadt sozusagen ein Gelände uns ausgesucht, mussten dafür, ja, weiß ich nicht, was wir da alles besorgen mussten. Man kennt das ja, diese ganzen Pläne, die die Stadt haben will, die gemacht werden müssen, damit man überhaupt eine Genehmigung dafür kriegt. Und das heißt, Fluchtpläne, Feuerwehr. Im Vorfeld war schon jede Menge Kohle ausgegeben und ist noch gar nichts passiert, sozusagen. War schon ein großes Risiko, aber ich würde sagen, für die Band hat es sich im Nachhinein echt gelohnt. Das war eine richtig geile Veranstaltung. Wir hatten ca. 500 Leute da. Mehr. Mehr sogar? Ich glaube 600 waren da. Okay, 600 Leute. Mega geile Stimmung. Wir haben eine geile Show geliefert. Und ja, das war eine würdige 25-Jahresfeier. It's a sign of the winner! Die wir aber auch richtig geil mit Freunden gefeiert haben. Da Ja, waren genau. Majesty dabei, langjährige Freunde von uns. Ja. Da waren Lord of the Wasteland, eine Bocholter Band mit dabei. Black Abyss Black waren Abyss, auch noch dabei, ja. auch mit dem wir schon vor Ewigkeiten lange gespielt haben. Marci, geh doch mal aus dem Bild von Marci. Man gibt auch ein Video im Handel. Immer Anbild. Das ist unser Kassenwart, Ja. Michael. Da muss immer zu sehen, dass die Kasse voll wird. Herzlich willkommen zu 25 Jahre Wizard. Man glaubt es kaum, da wir ja noch so jung aussehen. Aber wenn ihr unsere Leber sehen könntet. 1, 2, 3, 4! In the cave, like a spider web in your face, like fascist their hate straight into your brain. Remember how it's
Unser Pyromaniac, der für das Feuer zuständig ist. Marek Mietzler! Da ist er! Brotherhood for me. I found them on the streets. I will not leave. It's the Macho from the Netherlands band, the Vortex! Back to the sound! Ist das eine coole Band oder nicht? Ich höre euch nicht! Ist das eine coole Band oder nicht? Let us ride! Let us fight! Defenders of metal, standing side by side. Und da hinten am Stand des Merchandisers steht unser anderer bester Mann in der Wizard Crew, Pascal van Heck! Es war beabsichtigt, dass es wieder ein bisschen back to the roots geht. Gerade jetzt auch zum ersten Mal ohne kompositorische Einflüsse von Volker. Und da hat sich Arndt auch super eingebracht. Der Rest, ich glaube, dass das wieder zurückgegangen ist zu Back to the Roots, weil viel auch Sven gemacht hat. Sven ist halt einer, der nicht auf Gitarrenriffs Wert legt, sondern auf Melodiebögen. Der auch Karneval sehr engagiert ist, muss man sagen. Und auch von daher schon gewohnt ist, Sachen zum Mitgrölen, zum Mitfeiern, Sachen geil findet und da halt sein Augenmerk drauf gelegt hat. Er hat sehr viele Sachen komponiert. Als Volker noch in der Band war, da hat Volker und ich, sag ich mal, viel zusammengearbeitet. Volker hat die Bassdinger gemacht und ja, da war wie so eine geschworene Einheit. Wenn er den Bass gespielt hat, wusste ich genau, was jetzt kommen muss, weißt du? Ja. Und das ist natürlich bei mir auch hängen geblieben und jetzt habe ich halt, wie gesagt, viele Sachen dann selber gemacht. Und ich habe den Drive immer noch in mir, sag ich mal, der da irgendwo mal bei der Odin oder keine Ahnung was war.
Und ich bin, wie er schon sagte, eben kein Gitarrist, der darauf Wert legt, besonders mega geile Gitarrengeschichten da reinzubringen. Für mich zählt einfach wirklich, dass der Song nach vorne geht, dass er sich direkt nach 1, 2 Läucherchen ins Gehirn frisst, ja, und dass man halt einfach Spaß hat an der Mucke. Ja, ne? Und dann haben wir beide uns zusammengesetzt, haben ein bisschen zusammengeschraubt und gemacht und getan. Ja, also ich war total überrascht, dass man die Möglichkeit hat, seine Ideen umzusetzen und dann auch sieht, was, sag ich mal, in kürzester Zeit daraus passieren kann. Ne? Das heißt also, du hast eine Idee im Kopf, die schleppst du schon seit Wochen mit dir oder schon seit Monaten. Und ja, dann setzt du dich zusammen, okay, machen wir so und halt dann von Sven, sag ich mal, die Richtung vom Gesang her, ja, müssen wir so und so machen. Und du sitzt halt im Keller mit 2 Leuten und du kannst so viel umsetzen. Ne? Und das hat mich fasziniert, dass dann auch so eine Idee praktisch ein Song wird oder auch 1, 2, 3 oder wie auch immer und dass du da praktisch so Einfluss haben kannst, dass so ein Song dann auch geil wird. I look back with a smile on my face. Our brotherhood still standing strong. Amazing time, extreme my brain. My blood is pulsing and nothing seems wrong. Ups and downs, nothing can stop us. Bound by chains, together forever. Laughing and crying, ever up flying. Brothers, I don't want to miss. We are the sails of the proud ship, a keeper of the seas. We cross the ocean hand in hand, and we feel always free. Also für mich sind Light Up Betray ist natürlich ein super geiles Song. Für mich aber auch ganz extrem Real the Masters. Sehr aktuell. Das ist ja so ganz unpolitisch, aber so politisch dürfen die mal einmal sein. We're standing still, without a sign. The garden end, far and wide. We feel the hate, we feel the blood, mourning and hunger at our sides. The dream of freedom in our hearts, give us the life we all deserve. Suppression and death, rave and rage, let us out, scream it loud. We are the masses, loud and proud. Our lives laid on the arms. We are the masses, scarred full of woe, defending the freedom, stop our doom. Now it's time to leave this place. Thousands of dead should be enough. We passed the border for a new life. Fear and dreams supported by hope. Also ich finde sehr geil vor You're the King, wo Dano singt. Finde ich mega geil. Irgendwo hatte ich mir so einen harten Gesang vorgestellt. Und Sven und ich, wir haben uns einfach mehr oder weniger geeinigt. Sven meinte, ja okay, wenn du den Song so hart gesungen haben willst, dann mach du doch. Das ist einfach, ja. Und dann habe ich dann einfach mal für den einen Song einfach mal übernommen. I am one of 5 brothers, the legacy
2018 touren Wizard zum ersten Mal als Headliner durch Spanien. We follow your way. You're the king. In darkness we are born. You're the king. The sun our aim. Uno de sus himnos, Defenders of Metal, con su bajista Arn Rattering bajándose al suelo de la sala con su micro para que todos pudieran corear el tema con ellos, y tanto él como Sven, su vocalista, se hicieron el tema desde abajo. Aunque Sven subió de vez en cuando al escenario, su bajista Rattering se lo hizo todo completo abajo, rodeado de público, como podéis ver en este vídeo final. Buen concierto, lástima la asistencia de público, pero Wizard, una gran banda que si va a tu ciudad no deberías volver a dejar de ver. Spanien war schon geil. Vor allem war es warm. Meistens kalt. Eine relativ gute Jahreszeit erwischt. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Spanien war gut. Also ich fand die sehr gastfreundlich, die Spanier, und hat mir echt gefallen, also offen und also Hat Spaß gemacht, Immer war wirklich war schöne geil. Sachen mit. Ja. War eine schöne Tour. also wir kommen gerne wieder, Ja, denke ich mal. auf jeden Fall. Ne? Ja, das sind so zwei Verrückte, die uns schon sehr, sehr viele Jahre begleiten. Was der absolute Wahnsinn ist, Ja, aber der absolute Wahnsinn wie ist. man an den unmöglichsten Orten der Welt trifft. Auf einmal stehen die beiden Leute da so, was die denn hier? Ja, Also die bei den treuesten hingefahren. Wizard-Fans, also ich habe noch keinen anderen erlebt, der Ja. so treu ist und auch bei den Konzerten immer wieder, wie gesagt, immer stehen die beiden da. Ja, und diese beiden Fans haben im Endeffekt das No Playback Festival ins Leben gerufen. Ich meine, letztes Jahr war der erste Streich. Und die haben uns halt gefragt, ob wir nicht Lust hätten, und sie würden sich ganz gerne auch mal irgendwie einen Traum erfüllen. War ja wie der Typ in Chicago, der sich auch einen Traum erfüllen wollte. Da haben wir gesagt, gut, dann lass uns doch da mal was Besonderes machen. Was ja auch erstmal total abwegig klingt. Ne? Dann kriegst du zu hören so, wir wollen da was richtig Geiles aufziehen, weil ihr habt noch 30 Jahre und die sind dann so fanatisch und so, wo du denkst, boah, wie sind die denn drauf? Das kann man sich so gar nicht vorstellen, so, weißt du? Da kann man so dankbar für sein, dass es so Leute gibt. Ne? Das ist der Hammer. Also, Ich finde, wir sollten die Leute jetzt auch mal zeigen, oder? Normalerweise wir schon, können die ne? Leute auch noch mal zeigen. Jetzt, ne? Und das sind die Hackies. Also Die eigentlich sitzen hier Hackies! vorne. Hackies! Da sind Also es gibt schon einige Leute, die auch regelmäßig sehr weit fahren für uns und so, ne? Aber zu den Hackies hat man halt auch ein besonderes Verhältnis. Man schreibt sich und die sind einem irgendwie auch ans Herz gewachsen und wie alte sind Kumpels. praktisch die Kinder der Wizard-Familie. Und jetzt auf einmal kommt die auf die Idee, irgendwie so ein Festival da hier zu machen, ne? Und wir dürfen das spielen. Defenders of Metal! Vor allen Dingen können wir das spielen, weil du immer noch nicht per Klick spielen möchtest und wir keinen Playback haben. Also dürfen wir das spielen. Ja. Also verdanken wir dir das. Dankeschön, Sören. Weil der liebe Sven natürlich sehr gerne mit Klick spielen würde. Ich hatte mal schön die Chöre alle haben. Jetzt redet uns nicht um Kopf und Kragen, Alter. Wir wollen da noch spielen. Ja. Danach kannst du machen, was du willst. Kannst du einen neuen Schlagzeuger suchen, der mit Klick spielt und mit, ne, hier mit, ich hau mal auf eine Trommel und schon kommen die Chöre vom Band. Noch nie mein Ding gewesen. Ich hau auf eine Trommel und dann höre ich Tom. Und dann höre ich nicht, Wah! Oder bei anderen Menschen so, Applaus, 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 Applaus. Nein, da muss ich auf eine Trommel und dann muss dann, ich bin so eine Art Dave Lombardo, alte Schiene. Du musst auf der Trommel hauen, dann musst du das Schlagzeug hören. Wofür habe ich das Schlagzeug gelernt? Sonst hätte ich Keyboard oder Computer gelernt, verstehst du? Dann hätte ich mich als
Softwareentwickler oder als IT-Experte hätte ich mich beworben bei Wizard. Ich hätte gesagt, oh, ich kann euch hier richtig geile Sachen programmieren. Ne? Wenn ich da hier ein Stückchen hau, ne, dann geht ja die Welt auf, weißt du? Dann spricht die Madonna oder Manowar oder... Das ist halt no Playback, live. Haben wir eigentlich schon erzählt, wie du damals in Osnabrück besoffen vom Schlagzeugpodest gefallen bist während der Show? Jetzt kommst du wieder mit den alten Storys, ne? Waren die nicht bei den alten Fragen schon irgendwo dabei? Die haben wir, das haben wir, glaube ich, unterschlagen. Ja, und da bin ich halt hinten rübergefallen. Ja, jetzt stell dir mal vor, wir hätten Playback gemacht. Ich wäre hinten rübergefallen, weil ich so besoffen bin, und dann wäre alles weitergelaufen wie sonst. Ja, da hätte noch keine Sau gemerkt, Mensch. Hätte keine Sau gemerkt. Du musst ja den Schlagzeuger. Ja, die Musik geht doch weiter. Da muss der Schlagzeuger hin. Toll. Ja, ne? Da habe ich uns den Arsch gerettet. Ja. Also wenn man das so sieht, ja. Oder? So. Auf jeden Fall. Haben wir das Thema auch durch. Trapped in my veins, trapped in my body. Wir können ja mal schon mal aufräumen. Bitte nimmt das mit auf, dass wir auch aufräumen. Ich noch mal ein bisschen relaxen. Jetzt komm. Oder musst du den reinen Tisch machen? Wir müssen uns halt noch mal einmal verbeugen. Komm, Jungs. Können wir uns das mal angucken? Einmal für euch, für die Fans, für alle, die uns jetzt vielleicht ein bisschen besser kennenlernen. Wenn ihr Bock habt, uns noch näher kennenzulernen, kommt zu unseren Konzerten. Wir unterhalten uns mit euch und dann erzählen wir euch den Rest. Vielen Dank, Heckies, für dieses geile Interview. Wir wollten sagen, herzlichen Glückwunsch, das ist nicht Deutsch. Normale Menschen sagen Happy Birthday, aber ihr seid Deutsch, also wir sagen herzlichen Glückwunsch zum 30. Geburtstag von Steel Shop. Also, wir freuen uns auf den nächsten 30 Jahr. Also, ich bin mir nicht sicher, ob Sven noch in 30 Jahren noch dabei ist. Aber herzlichen fucking Glückwunsch in the sign of the wizard and shut that fucking steel! Und so können wir noch was zu sagen. Ja, gut. Kurz, bye bye. Tschüss. Nothing can stop us until we die. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, you wizard. Happy birthday to you. Together we will shake the ground. Hear the wizard's cry. We live our Ja, hey, 30 Jahre Wizard, nicht zu fassen. Noch älter als Sacred Steel, und zwar wahrscheinlich noch einige Jahre. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall von der ganzen Sacred Steel Bagage. Puh, Geschichten zu Wizard fallen mir natürlich einige ein, aber die meisten sollte ich vielleicht für mich behalten. Nur kurz angemerkt, ich will nie wieder die beiden, das Sven und der Volker gemeinsam unter der Dusche sehen. Das hat mich für mein Leben gezeichnet. Ansonsten, Gott, die Jungs haben bei uns Backings gesungen auf der Wargads-Platte. Die Jungs waren auf zig Konzerten mit uns, auf vielen Gelagen. Wir haben bei denen im Proberaum gepennt. Ich glaube, wir haben eine riesen gemeinsame Geschichte. Auch wenn ich, wie gesagt, das meiste für mich behalte. Hey, All Hail Wizard, Hammerball Axe and Sword ist immer noch ein völlig geiles Lied. Ihr ruled, guys. Weiter so, Metal on. We live our dream, that's what we fight for. Hey, this is Dan Vaughan from Monument, and all of us in the band want to congratulate Wizard on their amazing achievement of a 30-year anniversary. You guys fucking rock. We live our dream, that's what we fight for. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch für die Jungs. Ne? 30 Jahre ist eine super Sache und dass die immer noch am Start sind, finde ich super. Klasse, das sieht man.